Woran erkennst du eigentlich, ob jemand im Fernsehen gerade eine Tatsache nennt oder einfach nur seine Meinung sagt? Die meisten Menschen achten gar nicht drauf. Sie hören einen ruhigen Tonfall, sie hören das Wort Experte und automatisch entsteht der Eindruck, das wird schon eine Analyse sein. Heute schauen wir uns ein Beispiel an und dabei fällt sofort etwas Interessantes auf. Die Sendung heißt Meinung am Mittag, ist bei Welt vom 8.6.26. Sie wird als ausdrücklich als Meinung bezeichnet. Gleichzeitig wird der Gast am Ende mit den Worten verabschiedet, Zitat, Danke für deine Einschätzung und für die Expertise. Zitat Ende. Also was denn nun? Meinung oder Analyse? Genau hier beginnt das Problem. Denn weder das Wort Meinung noch das Wort Expertise verrät dir, welche einzelne Sätze Tatsachen sind und welche nur Bewertungen, Vermutungen oder Bedeutungen. Auch ein echter Experte kann eine Meinung haben und Fachwissen macht aus einer Meinung noch keine Tatsache. Deshalb brauchst du nur eine einzige Frage. Kann man das in einer Quelle nachschlagen, sodass jeder zum selben Ergebnis kommt? Wenn ja, sprechen wir von einer Tatsache. Wenn nein, hängt die Antwort davon ab, was jemand selbst festlegt. Dann sprechen wir von einer Meinung, Vermutung oder Bewertung. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Der Moderator fragt, was nach dem Bruch der Waffenruhe noch auf uns zukommen kann. Interviewte, Zitat, in der aktuellen Situation muss man erstmal feststellen, es war der Iran, der den ersten Schritt gegangen ist. Zitat Ende. Achte auf die Formulierung. Muss man erstmal feststellen. Das klingt nicht wie eine Meinung. Das klingt wie eine Einschätzung. Das klingt wie etwas, das jeder einfach anerkennen muss. Genau deshalb solltest du jetzt besonders aufmerksam werden, denn jetzt stellen wir unsere Frage. Kann man das in einer Quelle nachschlagen oder hängt die Antwort davon ab, was man selbst festlegt? Die Antwort hängt davon ab, wo man anfängt zu zählen. Beginnt man vor wenigen Tagen, erhält man eine Antwort. Beginnt man mit einem Jahr früher, möglicherweise eine andere Antwort. Beginnt man noch früher, vielleicht wieder eine ganz andere Antwort. Wer den Anfang festlegt, beeinflusst oft auch die Antwort auf die Frage, wer angefangen hat. Deshalb ist das keine eindeutige, nachprüfbare Tatsache. Es ist eine Behauptung, die wie eine Tatsache präsentiert wird. Im selben Ausschnitt sagt der Interviewte, der Iran fühle sich gestärkt und ermächtigt. Das ist auch ein Zitat. Auch das klingt zunächst sachlich, aber kann man in einer Quelle nachschlagen, wie sich ein Staat fühlt? Nein, kann man nicht. Niemand kann in die Gedanken einer Regierung schauen und dort Gefühle überprüfen. Deshalb handelt es sich auch hier nicht um eine Tatsache, sondern um eine Vermutung. Dann bezeichnet er die Regierung in Teheran als, Zitat, faschistisch. Auch das klingt zunächst überprüfbar. Denn natürlich gibt es wissenschaftliche Definitionen von Faschismus. Das Problem ist nur, es gibt nicht die eine Definition, auf die sich alle einigen. Je nachdem, welche Definition man verwendet, kann das Ergebnis unterschiedlich ausfallen. Damit hängt die Antwort wieder von einer eigenen Feststellung ab. Deshalb ist auch das keine Tatsache, sondern eine Beurteilung. Kommen wir jetzt zum Gegenstück. Der Moderator fragt, was es bedeutet, dass Israel sich über die Aufforderung von Donald Trump hinwegsetzt. Der Interviewte sagt, Zitat, die USA sind der wichtigste Verbündete und die Schutzmacht Israels. Zitat Ende. Und hier sieht die Sache anders aus. Kann man das nachschlagen? Ja. Die Beziehungen zwischen beiden Staaten sind dokumentiert. Die militärische Zusammenarbeit ist dokumentiert. Die Unterstützung ist dokumentiert. Wer das überprüft, kommt zum selben Ergebnis. Das ist ein Fakt.
Später sagte er, Zitat, Netanyahu ist bisher immer auf die Linie des Weißen Hauses eingeschwenkt. Zitat Ende. Auch hier lohnt sich ein genauer Blick auf ein einziges Wort, auf immer. Denn genau dieses Wort entscheidet alles. Ob die Aussage stimmt, hängt davon ab, welche Beispiele man sich auswählt und welche man nicht berücksichtigt. Die Quelle trifft diese Auswahl nicht. Der Sprecher trifft sie. Deshalb handelt es sich auch hier nicht um eine reine Tatsache, sondern um eine Deutung. Dann sagt er, die Lage werde sich in den kommenden Jahren wahrscheinlich weiter zuspitzen. Kann man das nachschlagen? Nein. Denn die Zukunft ist noch nicht passiert. Niemand kann heute überprüfen, was morgen sein wird. Deshalb ist das auch keine Tatsache, sondern eine Prognose. An einer Stelle macht er allerdings etwas, das du dir merken solltest. Er sagt, Zitat, das lässt einen Rückschluss zu auf die Polarisierung in Israel. Achte auf die Formulierung. Zitat, das lässt einen Rückschluss zu. Hier präsentiert er seine Aussage nicht als Fakt, er kennzeichnet sie als Schlussfolgerung. Und genau dadurch weißt du sofort, woran du bist. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Sendung war als Meinung gekennzeichnet. Der Gast wurde als Experte vorgestellt. Und trotzdem musst du jeden einzelnen Satz selbst einordnen. Genau das ist die eigentliche Lehre. Nicht das Etikett entscheidet, nicht der Titel, nicht der Tonfall, sondern die Frage, ob eine Aussage unabhängig vom Sprecher nachprüfbar ist. Wenn du das Interview selbst sehen möchtest, dann schau es dir vollständig an und stell dir bei jedem Satz dieselbe Frage. Kann man das in einer Quelle nachschlagen oder hängt die Antwort davon ab, was jemand selbst festlegt? Das hier war nur eine einzige Perspektive auf ein einziges Interview. Deshalb gilt dieselbe Regel auch für alle anderen Meinungen. Hör sie dir an, prüfe sie und entscheide selbst. Und zum Schluss, ich wiederhole es, auch echter Experte kann eine Meinung haben. Und Fachwissen macht aus einer Meinung noch lange keine Tatsache. Danke fürs Zuhören.